Hallo Freunde des Jagdsports, hier ist wieder mal euer Jägermeister. Heute war wieder Update-Tag. Was ist Neues dazugekommen? Wir reiten einmal ins Lager, da gibt es vieles Neues, was man, wenn man das, ich muss nur schauen, wo mein Lager ist. Das ist diesmal hier. Wenn wir gleich sehen, was es im Lager gibt. Es gibt, wenn einer ein neuer Spieler ist, bekommt man 3 neue Waffen geschenkt. Da werden wir auch gleich näher sagen, was für Waffen das sind. Aber jetzt reiten wir schnell ins Lager. Ja, wir sind hier schon angekommen in meinem Lager. Es ist ziemlich viel reduziert. Wenn wir gleich schauen, was alles reduziert ist. Einmal die Zelte sind ziemlich reduziert, was früher viel gekostet hat, kann man jetzt günstig. Empfehlenswert ist nämlich ein großes Zelt kaufen, weil wenn man ins Spiel kommt, dass man gleich voll Energie hat. Und natürlich die Ausstattung. Vergünstigt ist einmal der mittlere Lieferwagen und der große Lieferwagen. Die Hunde sind verbilligt. Früher haben die $250 gekostet, diese Art. Der hat um die $300 gekostet. Und die natürlich auf $400. Kann man sagen, um $100 sind die nämlich verbilligt geworden. Jetzt reiten wir gleich in die, machen wir eine Schnellreise. Nehmen wir gleich noch Blackwater, geht schneller. Jetzt kommen wir nämlich zum Schneider, was für Klamotten, Gewinde halt neu gibt. Gibt's auch gewisse Dinge. Beim Händler zum Beispiel gibt's nicht. Gehen wir gleich zum Schneider. Hello, come on in. You should probably take a look at the latest styles we just got in stock. Bei der Kleidung ist einmal ein neuer Hut neu dazugekommen. Wer einen solchen Hut kaufen will, kostet jetzt
Schaut gar nicht so You'll be schlecht getting a aus. little more Kaufen wir attention from halt. a fairer sex wearing Dann that. gibt's wieder mal die Waschbärmütze. Come now, don't doubt yourself. That looks excellent on you. That is one of my In verschiedene favorites. Farben. Der Kosakenhut. A new hat can change your life, and all of mine will change it for the better. Den Hut haben. Das ist der kleine Hut. Mit Rollkragen. Schauen wir weiter. Die Melonen. That will require gold to purchase. Do you have some? Was natürlich vergünstigt sind jetzt. Dann kommen wir zu den Mäntel. My, I really think it's perfect for you. Well, I can only take gold for that, I'm afraid. Nur meine Frisur geändert und natürlich an meinem Bart. Jetzt kommen wir. Da ist noch ein That will Mann. require gold to purchase. Do you have some? Das sind die Westen. What color speaks to you? Ist auch ein bisschen verbilligt. Natürlich. Well, I can only take gold for that, I'm afraid. Eine Hose hat ist ein bisschen verbilligt geworden. Natürlich die Latzhosen. That will require gold to purchase. Wenn ich die Jacke anhat, kann man die Latzhose nicht sehen. Well, I can only take gold for that, I'm afraid. Das Neue sind die Stiefel. There's nothing worse than a bad pair of boots. That's why mine are all of the utmost quality. It doesn't matter what kind of life you lead, everyone needs a decent pair of boots. Stiefeletten. That will require gold to purchase. Do you have some? Beinschützer zum Beispiel. Well, I can only take gold for that, I'm afraid. Ist wieder gut für die Beinschützer für den Winter. Kostet aber viel Gold. Nehmen wir die.
Now that goes Das with just about Winteroutfit any zum outfit. Beispiel. Schauen die ziemlich gut aus. Gewisse Überziehhosen Now, what is your preferred color sind for ein this? bisschen verbilligt. Früher haben die ein bisschen mehr gekostet. That will require gold to purchase. Do you have some? Natürlich die ganzen Begrüßungen. Sind verbilligt. Kosten jetzt auch nicht so viel. Hey there, friend. How can I help? Dann reisen wir mit der schnelle Reise natürlich nach Rhodes. Da schauen wir zum Waffenhändler vorbei. Hello. Dann schauen wir sich einmal an, was da Neues gibt. Und da vielleicht Vergünstigungen sind. Looking to sell your wares or buy some of the finest meat Warte, ich in muss every nur place mein this town? Gewand umziehen. Schaut nämlich, das muss ich erst abspeichern. Howdy, partner. Also wenn man ein Winteroutfit bei Plusgrade trägt, verliert man auch schnell Gesundheit und Ausdauer. Back again? Happy to Man, have you. da schauen wir gleich, was für Waffen sind. Fangen wir mit der Einzelkarte an. Zum Beispiel der Schofield Revolver bekommt man zum Beispiel geschenkt, wenn man es ja ist. Mal gleich Munition ein, dass man wieder
Okay, well, maybe some other time. I'll be here. Dann schauen wir gleich vorbei beim Helo, was da gibt. Und nachher im Stall, würde ich sagen. Dann haben wir mal abgewegt, was zurzeit alles neu dazugekommen ist. Bin selber gespannt. Well, long time no see, stranger. Got anything good for me by any chance? Da ist mal nichts. Aber in Helo gibt es mal nichts Vergünstiges. Ja, jetzt werden wir halt den Stall retten. Dann können wir noch in die Schnapsbrennerei schauen, was da vielleicht gibt. Lager waren wir schon. Wie ihr seht, gibt es immer noch den Tierpark. Keine Tiere in der Dings. Die beste Zeit in diesem Spiel ist von 0 Uhr bis 3 Uhr. Da sind weniger Spieler. Im Spiel. Und da sind wieder nachher einmal um die 20 Leute sind, fangen die Tiere an zum Wegspannen. Umso mehr Leute im Spiel sind, umso schlechter ist es mit Tiere zu jagen. Sind Spieler unter 20 oder um die 15 herum, kann man wieder Tiere natürlich jagen. Zum Beispiel Fische gibt es genug, Kräuter auch. Jetzt schauen wir mal in den Stall, was da Neues gibt. Ja, es gibt zum Beispiel, wie ihr seht, den Jagdwagen jetzt vergünstigt. Und den Kopfgeldwagen. Schauen wir bei den Pferden. Was da? Fangen wir mit den Dings an. Oh. Ich schaue immer jedes Mal, was natürlich, was ein sehr gutes Pferd ist nämlich dieses hier im Spiel, ziemlich schnell und das hält ziemlich aus. Die sind gleich, da kann man und das beste Pferd im Spiel ist natürlich
der Roadster. Aber leider ist der auch nicht günstig. Es ist immer wichtig, dass man Pflegeleistung, schauen wir mal bei dieser Apple, verschiedene, müsst ihr immer schauen, wenn ihr Sattel kauft, auf die Werte, was ein guter Sattel ist nämlich dieser Sattel. Die hat nämlich gute Werte. Kann man schauen wir, was ich bei den Vorräten Arzneien habe ich genug. Für die Pferde ist immer wichtig. Also es war nur der Jagdwagen verbilligt und der Kopfgeldtier. Jetzt reiten wir natürlich schauen wir noch in die Schnapsbrennerei. Vielleicht ist da auch was verbilligt. Lieber wäre es mir natürlich, wenn die Tiere zum Jagen wären. Na, schauen wir mal der Lagerpack. Tun wir gleich mein Lager wieder. Na, der Lagerpack funktioniert. Man kann das Lager, Gott sei Dank, aufstellen, was vor Weihnachten nicht der Fall war. Da hat man halt ziemlich lang umeinander experimentieren müssen, bis man das Lager Jetzt sind wir in meiner Schnapsbrennerei. Die habe ich immer in Sumpf stehen. Und schauen wir mal, was da vielleicht vergünstigt ist. How are you? Okay, so what are we talking about here? Nein.
guess it might be time for some additions. Ja, in der Schnapsbrennerei gibt es einmal nichts. Reduziert. Weil ist zurzeit die zweitbeste Rolle natürlich. Anything else you need? You know where to find me. Natürlich die beste Rolle ist natürlich der Sammler. Zurzeit. Drittbeste wäre der Händler, aber zurzeit kann man den Händler überhaupt nichts machen. Machen wir gleich eine Mesche. Ihr müsst nur schauen, dass ihr ziemlich viele Kräuter habt. Und natürlich müsst ihr schauen, dass ihr immer This will be a little out of the ordinary, yes? besser sind die 3 Sterne. Goodbye. What I'd give to soak these fingers in some Bar funktioniert wunderbar. Das sind PCs nämlich. Jetzt gehen wir wieder raus. Reisen gleich wieder ins Lager. Da werde ich mein Winteroutfit natürlich jetzt ein bisschen ändern. Könnt ihr nämlich sehen, wie ich da mein Winteroutfit zusammengestellt habe. Wie man das richtig speichert, das Pferd. Es ist immer gut, wenn man ein Winteroutfit in der Pferdetasche hat, weil es gibt auch ziemlich viele Schneegebiete in diesem Spiel, wo man das Winteroutfit unbedingt benötigt. Wenn einmal die Temperatur auf plus 5 Grad ist schon nämlich empfehlenswert, ein Wintergewand natürlich zum Anziehen. Je kälter es wird, umso schneller erfriert man. Wenn man kein Wintergewand mit hat. Es ist immer wichtig, dass man nicht mit einem Sommergewand in die Schneegebiete dorthin reist. Ihr merkt's, wenn ihr zum Beispiel in Kältegebiete seid, wo das Herz nämlich auf einmal rot wird und natürlich ziemlich schnell Gesundheit natürlich verliert und natürlich die Ausdauer. Da habe ich ein eigenes Video auch gemacht, ihr könnt das ruhig auch ansehen. So, jetzt sind wir im Lager. Jetzt sind wir gleich da natürlich das Wintergewand an, dass ich gleich ein bisschen ändern kann. So sieht zurzeit mein Wintergewand aus, aber jetzt werde ich ein bisschen was ändern. Wie ich mein Wintergewand natürlich zusammengestellt habe, könnt ihr auch natürlich
bei meinen älteren Videos sehen, weil jedes den Hut kann ich zum Beispiel vom Pferd entfernen. Ich habe etliche Hüte schon. Okay, das kann man lassen. Die vom Pferd entfernen. Dann schauen wir. Lassen wir die Stiefel. Ja. Die Beinschoner. Da muss ich andere Stiefel anziehen. Aha. Nehmen wir die. Dann nehmen wir gleich die Beinschoner. Okay. So, jetzt haben wir mal meine Winteroutfit neue Nummer da speichern, umbenennen. Nehmen wir gleich das Winteroutfit 1. Mal das Sommeroutfit. Dieses Winteroutfit tue ich jetzt löschen. Da haben wir jetzt das neue Winteroutfit Pferd. Ich wähle das Sommeroutfit und so tut man nämlich das Winteroutfit nämlich aufs Pferd. Wichtig ist, wenn ihr was gekauft habt, dass ihr natürlich das Unnötige in den Kleiderschrank gebt, weil wenn man hier ziemlich viel mit hat, dann ist das nämlich, wenn wir gleich einen Suppentopf aufstellen, ist auch wichtig, dass man einen guten Suppentopf aufstellt, ist sehr wichtig im Lager, dass man den hat, und natürlich den Waffenkoffer, dann ein Schnellreisepunkt,
ein großes Zelt, einen gescheiten Tisch oder eine Feuerstelle, was man natürlich hier aber nicht den Grip was spenden kann. We're well stocked for the time being. Könnte jetzt eine Mission machen, aber wenn muss ich schauen, wie viele Spiele hier sind. Es sind immer, ihr seht, Junge, wie viele Spieler hier sind. Hier mache ich natürlich jetzt keine Ausliefermission, dass ich zum Beispiel vom Grip, nämlich jetzt da wo was hinführe, es gibt immer noch so viele hirnamputierte Spieler, die nennt man nämlich Griffers, die andere Leute nur angreifen, null Ahnung haben und nicht wissen, wie man das Spiel natürlich spielt. Da kann ich jetzt gleich meinen Jagdwagen natürlich rufen, weil ich habe gesehen, dass hier nämlich Alligator sind und das ist ein gutes Zeichen. Wichtig ist auch, dass man die richtigen Fertigkeitskarten im Spiel hat. Und natürlich die hochlevelt. Kann natürlich jeden Spieler nämlich empfehlen. Wenn ihr zum Beispiel die Rolle des Händlers habt, den bekommt ihr, wenn ihr den Händler Stufe 10 erreicht habt, kann ich jedem empfehlen, weil nur mit dem Händlerwagen kann man hier nämlich ziemlich gut verdienen. Das heißt, man kann zum Beispiel bei den großen Alligatoren und die 48 große Felle rauf tun. Bei den Rinder kann man 5 Felle. Großwellenpitte zum Beispiel kann man auch noch 5. Bei den Bären kann man auch noch 5. Bei den Elche und Bison auch noch 5. Bei den Weißwedelhirsch kann man natürlich wieder um die 48. Bei den Wildschweine können wir auch 48 verwenden. Bei den Kojoten, Füchse, Boomer kann man auch und die wichtig ist, dass man, wenn Tiere sind, schnell wie möglich Tiere jagen. Was mir aufgefallen ist nämlich, wenn zum Beispiel wenn ich ein Spieler sind in der Karte, dass man zum Beispiel besser jagen kann. Oder wenn zufällig einer eine
eine Mission macht in der Nähe, da sind auch wieder die Tiere da, dass man zum Beispiel hier muss man natürlich voll ausnutzen. Da ist sicher wieder Griff unterwegs. Zurzeit habe ich nämlich ziemlich hochs links, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe mich in so ein Tennis nämlich in eine Schießerei angelegt. Viele Polizisten und Gesetzeshüter natürlich erschossen und was ist die Schlussfolge davon? Man steigt ziemlich schnell in Kopfgeld und etc. oder mit den links ziemlich schnell auf. Davor ist immer wichtig. Ich kann euch jetzt auch eine gute Methode zeigen, ja, zum Beispiel PCs, nämlich Computerspiele halt jagen tut, ohne dass man ein Kopfgeld natürlich man nehmen alles sogar eine Kröte. Das kann ich euch auch zeigen, wie ich natürlich nur schauen, wo jetzt einer da kommt mit dem Pferd. Da reiten wir mal ein bisschen mit dem Pferd. Genau, da kommt einer, jetzt zeige ich euch, wie ich die Leute natürlich da. Und ihr bekommt bei dieser Methode überhaupt keine Kopfgeld. Den nächsten. Habe ich da ein Kopfgeld bekommen? Nein. Und natürlich, ihr steigt hier nämlich auch nicht in die Höhe. Ihr fesselt einfach die Freunde. Jetzt habe ich einen Zeuge.
sick devil. You're as good as hell. Holy shit! Hey, untie me, damn it! God damn it! Ah, der hat Alarm gerufen, das ist nicht so schlecht. Da reiten wir schnell raus aus dem roten Kreis. Was ihr nicht benutzen dürft, ist nämlich eine Pistole, eine Schrotflinte oder ein Revidiergewehr, wenn ihr Tiere seht. Die müsst entweder mit dem Bogen weil sonst kommen die Gesetzeshüter und da kommt so eine kleine Schießerei. Jetzt werde ich halt ein bisschen Kopfgeld bekommen, aber nicht viel, 0,10 Cent. Und da geht schon wieder frisch von runter an. Fesseln nicht vergessen. Meistens haben die Goldringe, Landkarten, Schatzkarten, Tarotkarten, seltene Schnapsflaschen für die Madame Massar. Jetzt ein bisschen wieder weiter weggereiten. Das war nämlich den, was ich nämlich gefesselt habe. Und hier nähert sich ein anderer Spieler. Schauen wir, ob das ein Griffer ist. Ob das ein Griff ist. You're done. Jesus! Untie me, you little shit. You piece of shit. You will stop for the law right now! Ah, das war ein Gesetzeshüter-Shit. Jetzt weiß ich auch, warum der andere Spieler davon gerannt ist. Der wurde nämlich gesucht. Aha. Kann euch natürlich. Jetzt werde ich vielleicht auch wieder ein bisschen das geringe. Ja, ihr seht, zuerst habe ich 10 Cent gehabt und jetzt habe ich 35 Cent. Bei jedem Gesetzeshüter steigt ihr um 20 Cent, bei den Polizisten auch um 20 Cent. Und wenn ihr mal 20 Dollar erreicht habt, dann werdet ihr von echten Spielern gejagt. Mein Tipp ist immer, wenn ihr ein Kopfgeld bekommen habt, schnell wie möglich entweder bei einer Postmeisterei bezahlen
oder in Lager. Wenn ihr zum Beispiel im Lager das Kopfgeld gleich bezahlt, ist natürlich günstiger, wie wenn ihr zum Beispiel in der Postmeisterei zahlt. You don't. Back. Get back. Thanks. Shit. Phew. Jetzt hören wir, das ist ein gutes, da So, rufe ich gleich meinen there's a fishing village not Jagdwagen. far from here, a place called LeGras. Reckon you can take me there? Nachher Gonna bringe ich see die if they Lady can send me some natürlich supplies before I head back west. in die nächste Stadt, nach Lagos, aber bevorher ich die Lady natürlich dorthin bringe, tue ich natürlich, ihr ratet's, nämlich halten. Und wie viel Fracht kann man mit einem kleinen Wagen aufnehmen? 20 Fälle, 20%. Mit den mittleren Jagdwagen kann man 50% transportieren und mit den großen Lieferwagen, sagte ich schon alles, kann man 100%. Weil mein Tipp ist, wenn ihr einen großen Lieferwagen habt, bis ihr da 100% an Ware zusammen habt, könnt ihr mit einem mittleren Lieferwagen zum Beispiel 2 Ladungen machen und ihr steigt nämlich schneller natürlich hoch. Was wissen die wenigsten nicht. So, jetzt muss ich schauen, wenn ich alle Kartonen geschossen habe, schickt man natürlich wieder mal meinen Jagdwagen weg. Das ist das Schönste, was es gibt in diesem Spiel. Holen natürlich unser Pferd. Komm, Lady, steig auf. Und bringen natürlich unsere Person, was mir geholfen hat, natürlich ab und ihr bekommt Dollars, natürlich ein paar Nuggets und XPs natürlich für die Stufenaufstieg.
nicht bei der Rollenaufstieg. Das ist wieder ein anderes Kapitel. Won't stay in this shithole longer than I have to. Ihr könnt ja gleich sehen, was eine Hilfsmission natürlich Okay then. bringt. I ain't expecting the warmest of welcomes here. This is for you. Good of you to help me out. Watch yourself out there. $0,2 Gold und nicht schlecht. Wofür so eine Hilfsmission ist gar nicht so schlecht, wenn man die macht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gibt es natürlich den Daumen in die Höhe. Tut meinen Kanal abonnieren, dass ihr immer am Laufenden seht, was sich neu in diesem Spiel getan hat. Tut mich bei euren Freunden empfehlen, die auch meinen Kanal anschauen und abonnieren. Umso mehr wir sind, umso mehr kann ich bringen. Weil ich bekomme natürlich keinen Cent für dieses Spiel. Ich mache natürlich das alles als Hobby, als YouTuber. Ihr seht, dass zum Beispiel jetzt mehr Hühner sind, weil ich eine Hilfsmission habe. Dieses müsst ihr natürlich gleich voll ausnutzen. Und das war's wieder von mir, von eurem Jägermeister. Bis zum nächsten Mal.